Hallo, hier ist wieder die Michi. Wir haben jetzt Anfang 2026. Ich merke gerade, dass ich im Moment in einer sehr bewusst gewählten Ruhe- und Reflexionsphase bin. Nach allem, was in den letzten Monaten war, fühlt sich das für mich nicht nur erlaubt an, sondern ehrlich gesagt auch redlich verdient. Das Urlaubsvideo ist zwar in den Startlöchern und ein Jahresrückblick 2025 existiert auch schon als Idee, aber beides braucht Zeit, Ruhe und ein bisschen Abstand. Deshalb möchte ich heute etwas Leichteres machen, keinen großen Plan, keine Versprechen, sondern einfach einen Überblick darüber, in welchem Rahmen sich mein persönliches Jahr 2026 vermutlich bewegen wird. 2026 fühlt sich für mich nicht wie ein Neuanfang an, eher wie ein Jahr, in dem Dinge weitergehen dürfen. Ein Jahr, in dem sich manches festigt und anderes sich in Ruhe entwickeln darf. Und genauso möchte ich auch darüber sprechen. Ein größerer Bereich wird Lernen und berufliche Entwicklung sein. Ich bin aktuell in der Weiterbildung zur Fachkraft für Diversity Management und das läuft auch erstmal weiter. Ab Februar soll dann die Weiterbildung zur Fachkraft für Change Management beginnen und danach, wenn alles gut zusammenpasst, die Weiterbildung zur Fachkraft für agile Führung. Für mich sind das keine Titel, die ich sammeln möchte, sondern Werkzeuge. Werkzeuge, um besser zu verstehen, wie Menschen, Teams und Organisationen mit Veränderungen umgehen und wie man dabei menschlich bleiben kann. Ein weiterer Bereich ist Gesundheit und Begleitung. Das ist kein spektakuläres Thema, aber ein sehr reales. Die Nadelepilation wird mich auch 2026 weiter begleiten. Das ist mühsam, zeitaufwendig und ehrlich gesagt manchmal einfach anstrengend. Dazu kommen Dinge wie Logopädie. Ich stehe da aktuell noch auf einer Warteliste und hoffentlich auch ein Psychotherapieplatz, der von der Krankenkasse gefordert wird. Die Hormonersatztherapie läuft dabei natürlich ganz normal weiter, inklusive der Kontrolltermine. Ich bin jetzt darin im 9. Monat. Ich erzähle das nicht, um etwas zu dramatisieren, sondern weil das einfach Teil meines Alltags ist. Nicht als Reparatur, sondern als Begleitung. Ein wichtiger Teil meines Lebens bleibt auch ein ehrenamtliches Engagement. Ich bin weiterhin im Railbow-Team drin und für die Region Bayern aktiv. Das bedeutet Gespräche, Austausch, Stützung und manchmal auch einfach Dasein. Es ist nichts, was laut ist oder sichtbar glänzt, aber es gibt
Mir Sinn verbindet vieles, was mir wichtig ist. Dann gibt es auch noch die ganz normalen Alltagsdinge. Ein kleines Thema, das ich im letzten Update schon angerissen habe, sind zum Beispiel meine Fingernägel. Die sind immer noch ziemlich widerspenstig, wenn es um Klebepads geht. Das ist kein Drama, eher so ein typisches Alltagsding, das noch Zeit braucht, irgendwann einfach mitläuft. Dann gibt es Dinge, die sich leichter anfühlen. Mitte Januar steht zum Beispiel wieder ein Friseurtermin an. Ich möchte meine Haare endlich etwas rötlicher tragen, nicht um jemandem zu gefallen, sondern weil es sich für mich richtig anfühlt. Und weil ich mir diese Freiheit inzwischen erlaube. Solche kleine Entscheidungen sind für mich auch eine Form von äußerer Bestätigung, dass ich frei bin, meinen eigenen Weg zu gehen. Natürlich wird es 2026 auch wieder Reisen geben. Geplant sind unter anderem Portugal, die Mecklenburgische Seenplatte und später Berlin. Das sind für mich nicht einfach Urlaube, sondern Gelegenheiten, mich immer selbstverständlicher als Frau zu erleben. Nicht mehr alles erklären zu müssen, nicht mehr alles reflektieren zu müssen, sondern einfach unterwegs zu sein. Und vielleicht ist das ein ganz guter Gedanke für das ganze Jahr. 2026 soll für mich ein Jahr des Abarbeitens werden. Kein Jahr, in dem ich mir selbst ständig hinterherlaufe, sondern ein Jahr, in dem sich Dinge verfestigen dürfen, in dem ich weniger erklären und mehr lieben darf. Das ist kein Versprechen, kein fester Plan, sondern eher eine Landkarte. Danke, dass ihr mir zuhört und meinen Weg begleitet. Ciao, wir sehen uns im nächsten Video.